Einen ganz wundervollen guten Tag, guten Morgen, guten Nachmittag. Ja, ich darf euch heute endlich mal wieder mit einem Interview beglücken. Vielen Dank, Thomas Schröder, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bei mir sein kannst. Ich danke auch für die Einladung. Bin gern hier. Genau, du bist Dozent bei der FHDW. Das sollten wir dazu sagen. Warum bist du heute hier? Machen wir es einfach mal so rum. Ich lasse dich mal einfach dich selber vorstellen. Okay. Ja, warum ich heute hier bin, ist natürlich ein bisschen über Studienmöglichkeiten zu reden, was da vielleicht auch Herausforderungen, was auch Chancen sind. Und der Ja. Hintergrund, warum jetzt gerade ich sozusagen darüber erzählen kann. Ich bin seit 2022 Dozent an der FHDW, an der Fachhochschule der Wirtschaft, im Bereich Wirtschaftsinformatik. Wobei ich so ziemlich alle möglichen Studiengänge teilweise so mitbegleite, also von den Wirtschaftsstudiengängen bis hin zu den angewandten Informatikstudiengängen, also das ganze Spektrum. Ja. Und ja, vor meiner Tätigkeit an der FHDW habe ich ja so ungefähr 15 Jahre, könnte man sagen, Softwareentwicklungs- und Architekturerfahrung hinter mir. Okay. Verschiedene Stationen, auch in der Personalführung in verschiedenen Unternehmen und in der Beratung. Und von daher so einen kleinen Blumenstrauß an verschiedenen Erfahrungen, auch wie es zum Beispiel nachher weitergeht nach dem Studium, wofür das Ganze eigentlich gut ist. Mhm. Wo warst du davor? Ich war bei der Metro, mit dem Ah. Handelskonzern, Ja, und danach bei der ITP. Das ist ein okay. mittelständisches Beratungsunternehmen mit Sitz in Hannover. Cool. Okay. Und was unterrichtest du für Fächer jetzt? Also für Vorlesungen, um genau zu sein? Könnte man fast eher sagen, was ich nicht unterrichte. Also im Prinzip alles, was irgendwo im Softwareentwicklungsbereich liegt. Also klar, die Grundlagen wie Programmierung, Algorithmen, Datenstrukturen. Dann eben die Software-Architektur-Sachen, Software-Testing, DevOps, Projektmanagement, die Sachen. Aber eben auch teilweise BWL-Bereiche, wie Ja. Geschäftsprozessmanagement oder Operations Research. Also es ist ein bunter Blumenstrauß, weil eben auch mein Werdegang so ein bisschen von allem ein bisschen was. Ich kann alles und nichts richtig. Aber du brauchst auch sehr, sehr viel. Also gerade wenn du all diese Themen bei dir machst oder gemacht hast, dann brauchst du ja auch sehr, sehr viel. Von dem her hast du wahrscheinlich einfach ein breites Wissen, das du dann noch weitergeben kannst und viel Erfahrung, wo du dann auch auf zurückgreifen kannst. Jetzt interessiert mich aber, also du begleitest hauptsächlich das berufsbegleitende Studium, ne? Oder machst du Ich einfach begleite alles? tatsächlich, also sehr viel auch unser duales Studium. Mhm. Vor allen Dingen im Master habe ich eben das Berufsbegleitende dann auch dabei, weil Okay, wir eigentlich den ja. Master hauptsächlich berufsbegleitend anbieten. Mhm. Bei uns in der Aufteilung ist es so, dass das berufsbegleitende Bachelorstudium bisher zumindest sehr stark an einem Standort in Paderborn Mhm. vorangetrieben worden ist. Und das rollen wir gerade so auf die übrigen Standorte auch aus, dass wir das Ja. eben breitflächig anbieten. Aber dadurch, dass ich halt im Standort Mettmann verortet bin, hatte ich bisher, was den Bachelor angeht, eher mit den dualen Studierenden Mhm. zu tun und im Master dann eben mit den Berufsbegleitenden. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, du machst dann einfach das, was quasi, also Master ist ja dann eigentlich schon auch sehr viel, wenn man es berufsbegleitend Master macht, stelle ich mir das sehr, sehr anstrengend vor. Also wenn ich jetzt an meinen Master zurückdenke, wie lange geht dann der Bachelor bzw. Master bei euch berufsbegleitend? Da muss man jetzt ein kleines bisschen erklären. Also der Master sind die Mhm. ganz normalen 2 Jahre, die wir berufsbegleitend machen. Okay. Ähm, Es ist ein bisschen mehr üblicherweise, weil die Masterarbeit hinten raus sozusagen noch ein bisschen dranhängt. Aber Mhm. theoretisch ist sozusagen das Curriculum auf 2 Jahre ausgelegt, Ja, während der Bachelor auf 4 Jahre berufsbegleitend ausgelegt ist, aber de facto bei uns nur dreijährig funktioniert, ja. weil wir da ein besonderes Angebot drin haben, dass wir sozusagen das erste Jahr des Bachelors anerkennen. Dafür ist aber eine Voraussetzung, dass die Studierenden, die dieses Modell bei uns wählen wollen, bereits eine Ausbildung hinter sich gebracht haben. Zum Ja. Fachinformatiker zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten, die wir da anerkennen. Das bedeutet, für diese Ausbildung kriegen sie sozusagen ein Studienjahr anerkannt und können dann in 3 Jahren berufsbegleitend den Bachelor bei uns erwerben. Das ist sehr, sehr cool, weil 3 Jahre ist ja Regelstudienzeit, wenn du einfach nur an eine Uni oder Hochschule gehst, ohne jetzt berufsbegleitend zu machen. Genau. Das ist, aber dazu, also im Endeffekt, ich mache eine Ausbildung oder ich habe im Endeffekt schon eine Ausbildung, ich arbeite schon Vollzeit irgendwo und kann dann einfach neben meiner normalen Arbeit studieren. Genau. Also es ist natürlich jetzt nicht eine zwingende Voraussetzung, dass man schon fest im Job ist. Also man kann auch direkt im Anschluss an die Mhm. Ausbildung sozusagen ein Ah, okay. berufsbegleitendes Studium anschließen. Das geht. Mhm. Ist natürlich eher seltener der Fall. Also Leute, die eine Ausbildung gerade im Moment abgeschlossen haben und direkt das Studium anschließen, wählen häufiger dann noch den dualen Weg. Ja. Aber das andere ist auch absolut möglich. Es kommt eben wirklich auf die individuellen Konstellationen an.
Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel nach der Ausbildung, über die Ausbildung vielleicht ein Unternehmen kennengelernt hat, da schon fest arbeitet und das duale Studium jetzt nicht in Frage kommt, weil das vielleicht dem Unternehmen zu viel ist oder dass das nicht kennt oder was auch immer dann der Grund ist, dann ist das berufsbegleitende Studium natürlich auch eine Möglichkeit, wie man trotzdem seine Ausbildung sozusagen weiter forcieren kann, ne, sich Ja, breiter aufstellen kann, mehr Kompetenzen erwerben kann und trotzdem die Arbeitserfahrung während dieser Zeit mitnehmen kann. Das ist natürlich der besondere Vorteil sowohl vom dualen als auch vom berufsbegleitenden Studium, mhm. dass man diese Arbeitserfahrung während seiner Studienzeit schon sammelt und am Ja. Ende seines Studiums eben nicht frisch von der Uni sozusagen kommt und hat null Berufserfahrung, sondern mehrere Jahre üblicherweise schon. Berufserfahrung hat auch einen entsprechenden Marktwert natürlich dann. Ich wollte gerade sagen, also es löst irgendwie so diese zwei Grundprobleme, die häufig mit dem Studium irgendwie verbunden sind. Nämlich erstens, ich verdiene kein Geld während einem normalen Studium. Also ich hab nichts verdient. Irgendwann später kam dann YouTube so ein bisschen dazu und ein paar Freelancer-Aufträge, aber das war alles im Master. Und im Bachelor hatte ich da eigentlich gar nichts, wenn man so möchte. Und das Zweite ist natürlich, man hat keine Berufserfahrung, wenn man von der Uni kommt. Also gar keine. Man hat die häufig sehr theoretischen Informationen, man weiß aber nicht, wie man sie anwenden kann. Und das kommt dann erst so danach. Und das macht es auch häufig schwer nach dem Unistudium, also ein paar Kollegen von mir hatten das Problem, da direkt einen Job zu finden. Weil man ist eben eigentlich, also in meinem Fall war es ein relativ wissenschaftlicher Zweig, der aber nicht wirklich praxisbezogen ist. Also es löst Mhm. diese beiden Probleme relativ gut, wenn man da schon ein Unternehmen hat. Vor allem kann man dann ja auch oft übernommen werden, beziehungsweise man muss ja sogar oftmals da bleiben, wenn man so ein duales Studium gemacht hat bei einem Unternehmen. Bei euch dann? Genau, genau. Ja. Das ist häufig der Fall, dass Unternehmen sich halt bereit erklären, das Studium entweder im Fall von einem dualen Studium komplett zu finanzieren oder bei einem berufsbegleitenden möglicherweise teilweise zu Ja. finanzieren. Dafür aber im Gegenzug dann Klauseln in den Vertrag schreiben, dass man so und so lange bei dem Unternehmen bleiben muss. Würde Ja. man früher wechseln, hätte man dann eine gewisse Vertragsstrafe zu zahlen. Ja. Was natürlich eigentlich ganz cool ist, weil man dann schon direkt noch ein paar Jahre mit Berufserfahrung einsteigen kann. Und dann kann man immer noch wechseln und sich umschauen, wo gibt's was anderes. Aber man muss sich halt dann wenigstens nicht direkt nach dem Studium irgendwo drum kümmern, sondern hat sein Einkommen. Das ist schon cool. Ähm, Genau. Dafür tut sich aber in meinem Kopf ein neues Problemchen auf. Wenn ich jetzt, also jetzt aktuell an meine Situation denke, ich bin jetzt Vollzeit berufstätig im Grunde genommen. Gut, bei mir ist ein bisschen mehr wahrscheinlich als Vollzeit, aber grundsätzlich ist die Definition des Vollzeit. Wenn ich dann nebenbei noch studieren müsste, also ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich neben meiner Arbeitstätigkeit noch einen Doktor schreiben soll. Ich hatte da auch ein Angebot oder mehrere Angebote. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich die Zeit einfach bei mir als schwierig erachte. Ähm, was würdest du sagen? Also wie kann man das vereinbaren, dass man gleichzeitig arbeitet, vielleicht 100%, vielleicht 80% und dann noch nebenbei sozusagen studiert? Weil ich meine, Master-Regelstudienzeit, Bachelor ein Jahr länger, theoretisch auf dem Papier. Wie schafft man das? Hm. Das ist in der Tat genau die Downside, wenn man so sagen will. Also auf der einen Seite haben wir durch ein berufsbegleitendes Studium einen ziemlichen Geschwindigkeitsbooster. Ja, dass wir diese Ausbildung einerseits ohnehin schon ziemlich straff von der Zeit her durchkriegen und dabei die Ja, Berufserfahrung sammeln. Das heißt, für die eigene Karriere ist das ein totaler klar. Geschwindigkeitsgewinn. Aber Ja. auf der anderen Seite haben wir genau diesen Aufwand in dieser Zeit, diese Doppelbelastung, Arbeit auf der einen Seite und eben Studium auf der anderen Seite. Ich kann es Ja. vielleicht ein bisschen, weil du das gerade angesprochen hast, mit dem Doktor aus der eigenen Erfahrung wiedergeben, weil ich Ja. auch meinen Doktor quasi noch fertig gemacht habe, die Dissertation geschrieben habe, während ich schon im Berufsleben war, Ja. seinerzeit eben bei der Metro. Und von daher, ja, das ist eine Doppelbelastung und man muss in der Tat ein bisschen gucken, wie man diese Arbeitsphasen auf der einen Seite konzentriert angeht und auf der anderen Seite aber auch ganz bewusst Entspannungs- und Freiräume schafft und diese auch einhält. Ja, das heißt, ein Mhm. ganz wichtiger Begriff oder eine wichtige Technik an der Stelle ist das Timeboxing. Dass man Okay. sagt, ich nehme mir jetzt ganz bewusst für eine bestimmte Sache Zeit, sei es, dass es für die Arbeit ist, sei es, dass es eben fürs Studium ist, oder sei es, dass es für die Freizeit ist, für die Familie, für was auch immer. Ja. Und nutzt diese Zeit bewusst für das, was man gerade tut und denkt nicht die ganze Zeit, oh, ich müsste aber eigentlich noch oder ich möchte gerne lieber was anderes. Also mein Vater hat das mal so schön als so einen kernigen Spruch gebracht, wenn ich sitze, sitze ich und wenn ich stehe, stehe ich. Und Das nicht, ist wenn schön, ich ja. stehe, möchte ich mich hinsetzen und wenn ich sitze, möchte ich aufspringen. Das ist Ja. nämlich etwas, was dann einfach Energie raubt. Ja, wenn ich gerade, was weiß ich, am Zocken bin und denke die ganze Zeit, boah, ich müsste eigentlich noch Aufgaben machen.
Mein Oder Studium. ich sitze an den Aufgaben und denke, boah, eigentlich würde ich jetzt gerne zocken. Ne? Also Ja, diese Sachen, dieses sich gedanklich mit etwas anderem beschäftigen, als das, was man gerade tut. Ja, diese Kontextwechsel im Kopf. Das ist ja. was Kraft raubt, was Energie raubt, was nicht nötig wäre. Mhm. Ja, und das ist von daher ein Potenzial, was man nutzen kann, wenn man es schafft, sich selbst gedanklich dahingehend ein bisschen zu konditionieren, zu disziplinieren, dass man sagt, so, ganz bewusst, diese Zeit ist jetzt für diese Aufgabe, für dieses, was ich jetzt machen will und für Mhm. nichts anderes. Ja, Mhm. Zeitinseln nennt man es teilweise auch. Schöner Begriff, Dann ja. kann ich wesentlich effizienter das tun, was ich da tun will Ja, und habe entsprechend auch die Zeit für die Dinge, die ich auch für mich persönlich brauche. Ja, ja, ganz bewusst sich Zeit zu nehmen, was weiß ich, einem Sport nachzugehen, einem Hobby nachzugehen, sich mit Freunden zu treffen, zu zocken, was auch immer. Was auch ja. immer das ist, was mir persönlich wieder eine gewisse Entspannung, eine gewisse Ruhe auch für mich selbst bringt, damit ich die nächste Arbeitsphase auch wieder konzentriert und mit einer gewissen Motivation und Energie angehen kann. Und ich glaube, im Studium funktioniert sowas eigentlich relativ gut und als Angestellter, also nicht selbstständig, funktioniert sowas, glaube ich, auch ganz gut. Wenn man dann wirklich sagt, okay, ich habe jetzt Arbeitszeit, 8 Stunden plus Mittagspause, dann hat man am Abend noch ein bisschen Freizeit und Vorlesung vielleicht. Ich meine, bei euch gelesen zu haben, 4 Abends-Sessions in der Woche und einmal am Wochenende alle 2 Wochen. Ist das richtig ungefähr? Ja, ungefähr kommt das hin. Ja, Was bei uns vor allen Dingen ein Punkt ist, genau aus diesem Timeboxing-Gedanken heraus ja, versuchen wir, Veranstaltungen so ein bisschen mehr am Stück, am Block zu machen. Dass man wirklich ja, sagt, okay, jetzt mache ich einmal konzentriert, ne, die Arbeit an der Stelle durch ja, und habe dafür andere, größere freie Räume sozusagen, wo ich wirklich sagen kann, so, jetzt ist Entspannungsabend oder ne, was auch immer. ja. Wir machen zweimal im Quartal ein sogenanntes Präsenzwochenende. Okay. Das geht bei uns von Donnerstags bis Samstags. Mhm. Das heißt, da muss man eventuell auch schon mal mit der Arbeit ein bisschen gucken, dass man den einen oder anderen Freitag vielleicht auch mal frei blockt. Ja, Das dient auch dazu, viele unserer Angebote für berufsbegleitendes Studium sind online, weil man vieles auch einfach online vermitteln kann, erspart die Reisezeit, macht es logistisch einfach einfacher. Es gibt klar. aber auch hin und wieder Sachen, die einfach in Präsenz besser funktionieren. Gerade wenn Ja, es so ein bisschen auf so die zwischenmenschlichen Töne ankommt. Ne? Körpersprache, Mimik und so weiter. Wenn man im Online-Format ist, hat man häufig die Situation, man hat nicht jeder die Kamera an. Tatsächlich ist es oft so, dass die meisten sie eher nicht anhaben. Das heißt, da ja, ist überhaupt gar kein optischer Impuls sozusagen da. ja. Und dann ist es einfach für manche Themen schwierig, ne, so ein bisschen einzuschätzen, wie ist jetzt gerade so die Reaktion von den Leuten, die Interaktion ist insgesamt erschwert. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr stark in den Lehrveranstaltungen auf Interaktion setzt. Ja, Weil ich der Meinung bin, das reine, ich sag mal, Broadcasten von Informationen, ja, das ist eigentlich längst erledigt, das Thema. Weil es gibt hunderte Bücher für die ganzen Sachen. Es gibt jede Menge Tutorials und Videos im Internet. Also wenn ich einfach nur die Informationen besorgen will, ja, dann gibt es Material. Dafür werde ich als Dozent heutzutage eigentlich gar nicht mehr benötigt. Ja, das, was ich als Mehrwert liefern kann, ist ein Erlebnis zu schaffen in einer gemeinsamen Präsenz- oder Online-Zeit, wo man mit mir irgendwie interagieren kann, wo man mhm. Fehler machen und eine Erklärung dazu kriegen kann, individuell für das, was man da gerade gemacht hat. Das ist, ja, Ja, das ist sehr, sehr schön. Also gerade wenn man, also ich meine, ja, genau das, was du sagst. Bei mir war es damals tatsächlich im Studium so, dass noch alles sehr, sehr frontal war. Gar nicht interaktiv, eigentlich, außer die Tutorien, die eigentlich ab dem, ich glaube, 3. Semester fast nicht mehr vorhanden waren. Und alles andere war eigentlich Vorlesung vorne. Und das war eigentlich alles, was wir hatten. Und deswegen habe ich ja dann damals angefangen, so viele Videos zu machen, weil ich mir dachte, hm. ich automatisiere euch das. Ist so, hier, nehmt meinen Kurs, ist fertig danach, braucht ihr nicht mehr. Genau. Und deswegen finde ich es jetzt so unfassbar schön, dass du sagst, ja, ich mache ein Erlebnis daraus. Also ich zeige euch, was das eigentlich bedeutet. Ähm, und dann eben zu sagen, okay, man schafft auch einen Raum für diese Fehlerkultur, man baut das wirklich ein und dann sieht man, wie Fehler gemacht werden können. Und wie man sie aber auch dann korrigieren kann, zum Beispiel im Nachhinein. Das ist schon sehr, sehr cool. Vor allem, wenn man es dann vor Ort macht. Ich habe das jetzt zum Beispiel gemerkt, ich habe gestern, also ich habe momentan mehrere Speaking-Auftritte gehabt. Ich habe gestern einen gehabt, der war online. Da war eben genau das. Die Kameras waren oft aus. Das heißt, man kriegt nicht so dieses visuelle Feedback. Ist das jetzt, erzähle ich gerade Quatsch? Finden die das alle doof? Oder ist es vielleicht sogar richtig cool, was ich gerade mache? Zusätzlich kommt bei mir noch die Kamera so direkt vor den Monitor. Das heißt, ich sehe sowieso nur einen Bruchteil. Ja. ähm,
Und am Donnerstag letzte Woche habe ich einen Vor-Ort-Auftritt gehabt. Und da habe ich natürlich die Gesichter alle gesehen. Und deswegen war das schon sehr, sehr interessant, mal so diesen Unterschied so in kurzer Zeit hintereinander. Ja. Das ist schon was ganz anderes. Vor allem, wenn man dann auch irgendwie mehr Interaktion reinbringen kann. Man kann Fragen stellen, Rückfragen stellen, man kann Fragen beantworten. Und es gibt natürlich Möglichkeiten online, aber es ist vor Ort teilweise auch wirklich sehr viel besser, das stimmt, ja. Es kommt halt wirklich auf den Inhalt an, um den es jeweils geht. Ne? Also Ja. wenn ich jetzt, was weiß ich, gewisse Grundlagen darüber vermitteln will, wie das Internet aufgebaut ist, meinetwegen. Ja. Das ist halt so ein typisches Frontalunterrichtsthema. Das ist halt reines Wissen. Ja, das muss Ja. ich einfach wissen, okay, wie ist das entstanden, wie hängen die Sachen zusammen. Das geht online genauso. Da bringt der Präsenzunterricht sozusagen keinen besonderen Mehrwert an der Stelle. Ja. Höchstens Ja. eben den, dass man ein bisschen besser Feedback kriegt, okay, sind die Leute noch dabei oder habe ich die jetzt eingeschläfert oder wie auch immer. Aber Ja. bei diesen reinen, ich sag mal, Broadcasting-Themen, wo ich nur Wissen vermitteln muss, da ist es wirklich egal, ne, ob es online oder in Präsenz ist oder so. Aber wenn ich zum Beispiel, ich mache sehr gerne Workshops mit den Leuten. Ne? Ich habe so einen Lego-Workshop, wo man mit so kleinen Lego-Steinchen Ja. im Prinzip einen Produktionsprozess simuliert. Ne? Man baut so kleine Lego-Häuschen nach einer Anleitung, muss vorher die Lego-Steinchen sortieren und Sets bilden und das Ganze bauen. Und dann wird eine Zeit lang gemessen. Man ist also wie an so einer Produktionsstraße und misst in einer gewissen Zeit, wie viele Häuser kriegen wir denn gebaut. Und dann fangen wir an, diesen Produktionsprozess zu verändern und Ja. messen wieder. Was hat das jetzt Okay. gemacht? Ja, Ja, okay, und verstehe. zwischendurch wird dann immer diskutiert, so ein bisschen wie so eine Retrospektive im Agilen. Na, was ist denn gerade passiert? Was war jetzt gut? Was war schlecht? Was wollen wir beim nächsten Mal vielleicht anders machen? Und so lernen die Leute halt wirklich im Tun, was diese verschiedenen Maßnahmen für Effekte haben, wie die funktionieren, wie zum Beispiel so eine Retrospektive funktioniert, wie das Ganze mit so Messungen von Produktionsabläufen und sowas funktioniert. Und das kann ich natürlich nicht so eben mal online ummünzen, weil die Lego-Steinchen sind nun mal haptisch und das ist dann Ja. eben auch tatsächlich ein anderes Erlebnis. Ich Ja. kann zwar prinzipiell solche Sachen auch online ein bisschen simulieren. Ich arbeite zum Beispiel viel mit so Online-Whiteboard-Tools zusammen, also was hier wie Miro und ähnliche Software-Tools. Ja. Und da kann man natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt auf so einem Miro-Board irgendwelche Figuren, die ich irgendwie zusammensetze, mache daraus eine Produktionsstraße. Aber es ist trotzdem ein ganz anderes Erlebnis. Man hat auch andere Herausforderungen, als wenn man eben im Raum steht, ne, und vor allen Dingen diese Gruppendynamik sich dann eben auch entwickelt. Ja. Und das ist Vor allem, eben wenn das, dann was auch alle online miteinander oft wegfällt. interagieren. Ja, genau. Genau, das ist sehr, sehr cool. Ja, verstehe ich komplett, was du meinst. Deswegen ist aber cool, dass ihr beides einfach habt. Also quasi diese Broadcasting-Inhalte, wie du sie nennst, die dann unter der Woche online stattfinden und dann öfters mal eben auch am Wochenende einfach. Drei Tage sind das dann? Also diese Wochenenden sind eben 2 Wochenenden, die vorab reserviert sind. Und in Ja. diesen Wochenenden, die sind üblicherweise nicht komplett ausgelastet, aber zwischen eben dem Donnerstag und dem Samstag liegen dann möglichst geblockt Veranstaltungen, wo dann halt auch möglichst die Sachen reingelegt werden von den Themen, die halt von diesem Präsenzunterricht auch profitieren. Ja, verstehe. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an das Thema mit dem Zeitmanagement, wie genau macht ihr das dann mit den Prüfungen? Also ich meine, wenn man konstant am Arbeiten ist, dann muss man ja auch irgendwann auf die Prüfungen lernen. Wie funktioniert das mit Zeitmanagement? Ja, also da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Prüfungsformen. Es gibt natürlich klassisch die Klausur, die ist dann üblicherweise am Ende von so einem Quartal oder Semester, je nachdem. Und dafür ist dann halt üblicherweise tatsächlich Präsenz. Also zum Beispiel könnte ein Präsenzwochenende dann genutzt werden, dass man sagt, okay, na, hier ist dann irgendwie eine Klausur, damit wir das entsprechend damit abfrühstücken können. Tatsächlich ist es aber oft so, dass wir zum Beispiel gerade in den Masterveranstaltungen verstärkt auf Prüfungsformen setzen, wie eine Studienarbeit oder ein Referat. Ja, das sind dann okay. eben Vortragsformen, etwas kreativeres Schreiben, ne, das Erstellen größerer Arbeiten, die dann eben, ich sag mal, in Heimarbeit über längere Zeit, also über das Ja. ganze Quartal, Semester, wie auch immer, erfolgen und die dann abgegeben werden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, Ja, das heißt, dann wird auch ein bisschen dieser Druck auf einen Punkt sozusagen, sich vorzubereiten, entzerrt, ne, wenn es zum Beispiel eine Studienarbeit ist, weil die halt kontinuierlich über den gesamten Zeitraum erarbeitet werden kann. ja, Es ist natürlich oft so, dass die Abgabetermine für diese Sachen auch ähnlich zeitnah liegen wie die Klausuren. Und wer natürlich dann erst eine Woche vorher anfängt, der hat natürlich dann trotzdem den entsprechenden Zeitdruck gegen Ende. klar. Aber zumindest ist es möglich, ne? Wenn man Ja. sich entsprechend dahingehend diszipliniert und sagt, okay, wenn ich jetzt meinen Plan habe, diese Veranstaltungen finden in diesem Semester statt,
Hier Ja. haben wir Prüfungsform sowieso, da haben wir eine andere Prüfungsform. Das könnte ich in den ersten 4 Wochen meinetwegen abreißen. Das könnte ich mich dann die nächsten 2 Wochen drum kümmern. Und dann habe ich noch so und so viele Wochen, um mich auf die Prüfung da und da vorzubereiten. Also, wenn Ja, man so einen ja, kleinen verstehe. Plan sich macht, dann ist es schon möglich, sich da eine gewisse Entlastung zu holen. Die Erfahrung zeigt natürlich, gerade wenn Leute anfangen mit dem Studium, wird das oft unterschätzt und dann rennen Mhm. sie eben doch in dieses Zeitproblem rein. Das ist aber auch mit ein Erlebnis sozusagen und ein Lerneffekt, dass man eben auch über die Zeit sieht, okay, ne, gerade mit den höheren Semestern werden die Leute dahingehend auch kompetenter und kriegen es besser hin, ihre Ja. Zeit zu managen, was ja auch wieder eine wichtige Fähigkeit für das weitere Karriereleben ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das hat man ja wahrscheinlich bei sich selber auch gemerkt. Also ich meine, am Anfang von meinem Studium war es irgendwie so, what, was passiert hier alles? Und irgendwann später wurde es dann, okay, das ist jetzt normal. Und irgendwann nochmal später musste man sich dann auch komplett selbst organisieren. Was bei mir im Master zum Beispiel der Fall war, ich hatte 3 Vorlesungen, die ich unbedingt hören wollte. Alle lagen am, ich glaube, Donnerstag 15:30 bis 17 Uhr, also alle 3. Und ich hatte ja eigentlich nur 2 Sommersemester. Im zweiten Sommersemester wäre die Masterarbeit gewesen. Deswegen war es dann so ein bisschen tricksen, dass ich die eine Vorlesung quasi gar nicht höre und nie dort bin. Hier nicht. Und dann aber die Vorlesungsfolien nehme, weil die gut waren. Bei der anderen war ich die ganze Zeit vor Ort. Und die dritte habe ich dann, also ich habe im Master verlängert bei mir, die dritte habe ich dann einfach im zweiten Mastersemester gehört. Und das wäre ohne Selbstmanagement und Zeitmanagement wäre das alles nicht gegangen. Deswegen, ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Skill, den man da einfach bekommt. Ja, das stimmt schon. Ja, sehr Ja, praktisch. Okay. also es ist definitiv so, dieses selbstständige Arbeiten Ja, ist etwas, was mit, ich sag mal, zunehmender Ausbildungshöhe auch immer mehr gefordert ist. ja, ja. Also wenn ich jetzt im Anfangssemester von einem Bachelor unterwegs bin, dann wird einem noch sehr viel, ich sag mal, strukturiert vorgegeben, wie zu Ja. arbeiten ist, bis wann was zu schaffen ist, damit man da einfach ein bisschen Orientierung hat. Je Mhm. weiter das geht, so Richtung Ende Bachelor oder wenn es dann in den Master übergeht, dann wird es immer mehr in eine Richtung entwickelt, dass man sagt, pass auf, das ist sozusagen die Situation, das ist zu liefern bis zu Ja. dem Zeitpunkt. Sieh zu, ne? Wie Schau, du wie du an es diese machst. Sachen kommst. Ne? Hier sind Klar. Materialien, hier ist Orientierung, das ist das, was wir dann und dann machen. Ja. Viel Spaß. Ne? Ja. Also natürlich nicht ganz so, ich sag mal, hämisch, sondern ein bisschen mehr wirklich mit diesem immer mehr Leine lassen, immer mehr auch Freiheit lassen, dass die Leute selber organisieren können. Mhm. Gerade auch bei so Prüfungsformen wie Referaten und Studienarbeiten ist auch einfach ein gewisser kreativer Anteil da drin. Da gibt es nicht nur die eine korrekte Lösung, sondern ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ein Problem zu lösen. Und da Mhm. muss man tatsächlich selber auch ein bisschen überlegen und gucken, okay, wie mache ich das? Wie sammle ich mir jetzt meine Quellen zusammen? Wie sammle ich Daten? Wie werte ich die aus? Wie baue ich vielleicht selber ein Software-System, wenn ich da entsprechend was bauen will? Oder was auch immer das Thema jeweils ist. Ja, Und also diese quasi auch Form Systeme von erarbeiten. genau, von Selbstorganisation, wie bekomme ich das, was ich brauche? Wie nutze ich das, was mir zur Verfügung steht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Das ist einfach auch eine Kompetenz, die mehr und mehr, je weiter man im Studium voranschreitet, gefordert und damit aber auch gefördert wird. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass ihr viel Heimarbeiten schreibt. Ich muss das jetzt leider fragen. Wie geht ihr mit KI um? Also, das Wir ist natürlich eine Sache, dass wir untereinander als Dozenten und Dozentinnen auch viel darüber diskutieren und jeder macht es vielleicht Ja, auch ein kleines bisschen anders. ja, Ich persönlich kann vielleicht sagen, wie ich damit umgehe. ja. Für mich ist eine KI, sei es hier ChatGPT, was entsprechend bekannt ist, oder ähnliche Large Language Models, ein Werkzeug. Und es ist ein Werkzeug wie jedes andere Werkzeug auch. Ja, wenn wir, Mhm. was weiß ich, 100 Jahre zurückblicken, da gab es auch schon Studiengänge. Und da hat man halt Dinge mit der Hand oder mit der Schreibmaschine geschrieben, je nachdem, wann das jeweils so war. Und irgendwann Mhm. gab es Computer und es gab Möglichkeiten, Dinge viel schneller zu kopieren, zu verändern. Das heißt, wenn vor 100 Jahren jemand eine Abschlussarbeit meinetwegen geschrieben hat, so eine Bachelorarbeit, also damals dann wahrscheinlich eher eine Magisterarbeit oder was auch immer es dann gewesen ist, Mhm. dann war es schon durchaus eine Leistung, wenn jemand 10 Quellen sich in der Bibliothek zusammengesucht hat, die durchgelesen hat, die durchgearbeitet hat, dann war das okay. Ja, Ja? stimmt, ja. Heutzutage würde man sagen, 10 Quellen, sag mal, das war jetzt Bisschen aber wenig, nicht ne? besonders. Ne? Das ist ein Ja. bisschen wenig. Ne? Die Quellen sind einfach viel leichter zugänglich durch entsprechende Online-Technologien. Und Ja. dadurch ist auch der Erwartungsdruck sozusagen gestiegen. Was ist denn mit diesen Technologien möglich? Und KI fällt für mich genau in dieses Muster. Mit KI ist es möglich, zum Beispiel schöne Formulierungen von Texten relativ simpel zu erhalten. Ja, wenn ich inhaltlich weiß, was wohin gehört, das dann so aufzuschreiben, dass es gut verständlich ist, ordentlich formuliert, ohne große Fehler und so weiter,
das ist eigentlich heutzutage mit diesen Technologien ein No-Brainer, wie man das so schön sagt. Ich brauche nicht mehr drüber nachzudenken, das macht eine Maschine für mich. Ja. Dementsprechend muss ich das aber auch voraussetzen, dass Leute das hinkriegen. Ja, und wenn sie mir einen Text abliefern, der nur vor Rechtschreibfehlern strotzt, dann muss ich ihnen zumindest unterstellen, gerade wenn sie jetzt im Informatikbereich unterwegs sind, Leute, ihr habt die digitalen Tools nicht eingesetzt, die ihr eigentlich kennen müsstet. Ja, also mindestens mal sowas wie eine Rechtschreibprüfung. Das sollte eigentlich heutzutage jeder bedienen können. Ja. Und gerade wenn ich dann noch eine KI dabei habe, die mir sogar bei den Formulierungen hilft. Ja, von daher, das ist für mich wirklich eine Entwicklung. Die Werkzeuge sind da und sie werden verwendet. Ich habe gar nicht vor, irgendwie zu unterbinden, dass diese Werkzeuge verwendet werden. Was ich versuche, ist den Leuten zu vermitteln, was ist ein sachgerechter Weg, diese Werkzeuge zu verwenden und auf was muss ich auch achten, gerade was das Thema Plagiarismus angeht. Ja. Dass das immer noch meine eigenständigen Gedanken sind, die ich da äußere. Klar, dass ich mir bei Formulierungen helfen lasse, das ist ja nichts anderes, als würde ich meinen Kommilitonen aus ein paar Semester höher fragen, hör mal, das und jenes würde ich gerne formulieren wollen, wie würdest du das denn schreiben? Der macht mir einen Vorschlag. Wenn ich auf diese Art und Weise so ein Tool wie ChatGPT einsetze, ja, als einen erfahrenen Kommilitonen, der einfach einen unglaublich großen Wissensschatz zur Verfügung hat, ja, und mir damit helfen kann, prima. Ja, solange ich selbst immer noch Herr und Meister dessen bin, was ich da eigentlich tue. Und die Recherchearbeit eben ChatGPT schreibt mir mal eine Bachelorarbeit, ah ja, prima, gebe ich ab. Ja. Dann kommt nämlich Folgendes, es gibt ja auch ein Kolloquium zu solchen Abschlussarbeiten. Ja. Da wird man ja über die Dinge befragt, die man da getan hat. Ja. Und wie man sie getan hat. Und wie man sie getan hat. Ne? Und dann wird auch üblicherweise sehr tief nachgebohrt. Ne? Und bei diesen Problemen, wie sind sie damit umgegangen und was ist da passiert, wenn ich das alles gefaked habe, ja, also selber gar nicht erbracht habe, das fällt üblicherweise in diesen Kolloquien sehr peinlich auf. Ja. Und das ist eine Situation, da möchten weder wir als Prüfer noch die Geprüften rein geraten. Deswegen versuche ich den Leuten wirklich lieber zu vermitteln, wie geht man mit dem Werkzeug sinnvoll um, wie kann man es produktiv einsetzen und was sind unethische Einsatzmöglichkeiten sozusagen, die man eher vermeiden sollte. Ja, da macht die KI keinen Unterschied zu irgendeiner anderen Technologie auch. Ja, jede Technologie lässt sich gebrauchen und missbrauchen. Und wenn ich lerne, was beides ist und es voneinander unterscheiden kann, kann ich es bewusst produktiv einsetzen und die Stolpersteine vermeiden. Ja, finde ich schön, ja. Also gerade bei der Bachelorarbeit ist es natürlich eindeutig, dass man das auf jeden Fall selber machen muss. Also ich meine, bei uns war es damals tatsächlich sehr interessant. Wir haben mehrere gleichzeitig eigentlich immer die Arbeiten geschrieben, Masterarbeit, Bachelorarbeit. Und am Ende wussten wir natürlich deutlich mehr Bescheid als unsere Prüfer. Das heißt, die Fragen waren dann überhaupt kein Problem für uns. Die waren eher fast noch an der Oberfläche gekratzt, obwohl sie eigentlich sehr tiefe Fragen waren. Und man hat ja schon ein wirklich tiefes Verständnis, weil man sehr, sehr lange dran saß. Aber wenn man natürlich einfach alles faked, dann ist das gar kein Thema mehr. Wo ich jetzt aber tatsächlich eher, also ich habe ja auch ein paar Arbeiten korrigiert gehabt, ein paar Hausarbeiten korrigiert gehabt. Und ich habe da auch gemerkt, dass zumindest teilweise ChatGPT zum Einsatz kam, was ich ehrlich gesagt nicht schlimm finde. Aber gerade die Überprüfung von Recherchearbeiten, also im Endeffekt, wenn man eine Art Zusammenschreib macht von verschiedenen Quellen und das dann eben als eine darauf aufbauende Meta-Analyse sozusagen baut, da finde ich es schwierig zu sagen, da ist die Grenze. Weil ja mittlerweile auch solche Hausarbeiten oder andere Studienarbeiten oder generell Inhalte verarbeitet werden können und dann zusammengefasst werden können. Ja, das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach dieser Punkt der Entwicklung, wo die Anforderungen sozusagen sich dann auch mit weiterentwickelt mit den Tools. Ist es, sage ich jetzt mal, vor der Veröffentlichung von ChatGPT und ähnlichen Tools noch eine gewisse Leistung gewesen, einfach nur existierendes Material so zusammenzufassen, dass man sagt, okay, ne, das sind die korrekten Informationen, das sind die wesentlichen, das ist schon mal eine Leistung. Ja. Ist das dann keine wirkliche Leistung mehr, sondern die Leistung zeigt sich dann darin, etwas Neues mit diesen Sachen anzufangen. Entweder wirklich darzustellen, einen Bezug zwischen existierenden Quellen, der bisher nicht genannt worden ist, oder mit diesen Informationen als Grundlage dann etwas zu schaffen, konkret vielleicht auf das Unternehmen bezogen, mit dem man zusammenarbeitet oder was auch immer dieser neue Punkt ist. Der muss nicht wahnsinnig groß sein, aber er muss da sein. Weil das ist genau das, was die KI eben nicht kann. Ja, sie kann nicht aus ihrem digitalen Umfeld heraus in das Physische sozusagen eingreifen
und da irgendwelche neuen Dinge schaffen, sondern sie kann ja nur mit dem umgehen, was sie zur Verfügung hat. Ja, wenn ich jetzt gerade in der öffentlichen Variante ChatGPT nehme, ich meine, jetzt gerade ist Version 4 auch zumindest eingeschränkt zur Verfügung gestellt worden, aber gerade bis davor war ja im Prinzip ab einem bestimmten Punkt auch Schluss mit dem Wissen, was da zur Verfügung gestellt gewesen ist. Und wie sich eben diese Technologie weiterentwickelt, so entwickelt sich sozusagen auch die Anforderungshaltung weiter. Also das, was die Technologie einfach macht, wird von der Wertigkeit her in solchen Anforderungen geringer, weil es eben, wie nennt man das im Englischen, Commodity wird. Ja, also etwas, was einfach da ist, was jeder kann, was keinen Mehrwert mehr bringt, wenn ich das kann. Und im Studium will ich ja gerade Kompetenzen entwickeln, die was wert sind, ja, die eben nicht jeder kann, sondern wofür man auch eine mehrjährige Ausbildung braucht, damit man überhaupt in der Lage ist, das zu können. Wenn es auf die Dinge, die früher darunter gefallen ist, jetzt nicht mehr zutrifft, aufgrund von neuen Technologien, entwickeln sich ganz einfach die Anforderungen entsprechend weiter. Und entwickeln sich dann auch die Studieninhalte im Endeffekt weiter. Richtig. Ja. Magst du ein Beispiel geben, wie sich das jetzt in den letzten paar Jahren vielleicht weiterentwickelt hat? Also gerade bei deinen Studieninhalten, die du lehrst? Was hat sich da konkret weiterentwickelt? Wenn ich mir zum Beispiel angucke, der Software-Lebenszyklus, ja, also von dem Punkt, dass ich überhaupt die Idee habe, was soll eine Software eigentlich tun, bis zu dem Punkt, die Software ist ausgerollt, ist in Betrieb, wird genutzt und ich muss gegebenenfalls noch Fehler bereinigen oder wenn irgendwas ausgefallen ist, da Support leisten und sowas. Dieser ganze Lebenszyklus ist zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, massiv automatisiert worden. Also war es früher zum Beispiel eine große Kompetenz, das Release-Management zum Beispiel zu beherrschen. Ja, also wann wird eigentlich eine Software wie ausgerollt? Was muss ich da alles machen? Wer muss alles benachrichtigt werden? Was muss da alles dokumentiert werden? Sind das heutzutage, zumindest bei entsprechenden Unternehmen, die die Technologien einsetzen, vollkommen automatisierte Prozesse. Da wird überhaupt niemand mehr für beschäftigt, diese Dinge zu tun. Ja, obwohl das eigentlich etwas ist, wo vor noch nicht allzu langer Zeit Leute mit einer entsprechend hochwertigen Ausbildung, mit viel Gehalt eingestellt worden sind, das zu tun. Ja, und so entwickeln sich natürlich auch die Berufsbilder weiter. Da ist natürlich auch immer eine gewisse Angst mit verbunden. Oh, Hilfe, die KI macht mir meinen Job kaputt. Dazu würde ich Folgendes sagen. Was KI tatsächlich wegnimmt, sind Arbeiten, die sich eben auch gut automatisieren lassen. Das sind überwiegend Arbeiten, die eine gewisse Form von Repetitivität haben, also immer wiederholt das Gleiche sind. Sachen, die wir Menschen eigentlich meistens auch ein bisschen als langweilig empfinden. Gerade also wenn wir jetzt mal, genau, gerade die Dinge, die wir eigentlich nicht so gerne machen wollen. Ja, also was weiß ich, wenn wir jetzt mal einen Job nehmen, wie zum Beispiel Personal Assistant von irgendwie einer Rolle oder sowas. Ich muss Termine organisieren, ich muss Sachen nachhalten, dass die entsprechend zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht werden. Ich muss mit Leuten reden und so weiter und so fort. Dann könnte ich ja jetzt die Angst haben, wird mein Job überhaupt noch gebraucht, weil Termine planen und irgendwie Sachen nachhalten, Erinnerungen machen und so weiter. Das geht ja automatisiert alles inzwischen. Da würde ich auch sagen, ja, stimmt, genau diese Arbeiten gehen. Sind das denn die Arbeiten, die an diesem Job spannend sind? Nein, spannend an diesem Job ist, mit Leuten entsprechend in Kontakt kommen, mit denen reden, sie entsprechend willkommen heißen, Verbindungen schaffen, vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie muss ich mit wem umgehen. Ja, also diese zwischenmenschliche Komponente, das ist eben das, was die KI nicht wegnimmt, was aber dann viel mehr in den Vordergrund rückt. Ja, das heißt, wo man dann auch mehr Zeit für hat. Genau, also genauso auch bei den Leuten, die meinetwegen früher das Release-Management gemacht haben in den entsprechenden Firmen. Diese Leute sind nicht weg und die sind auch nicht gefeuert worden. Die können sich nur jetzt viel mehr darauf konzentrieren, zum Beispiel eine entsprechende Infrastrukturplattform zu bauen für Unternehmen, was diese ganzen Automatisierungen nutzt und verfügbar macht. Ja, das heißt, die können sich mit Themen beschäftigen, die ihnen eigentlich viel mehr Spaß machen, die ihnen viel mehr Wirkungsgrad auch vermitteln. Und dann das die Infrastruktur auch wirklich verbessern, so nach und nach. Genau. Ja. Und das ist das, was ich gerne auch den Studierenden mitgeben möchte. Habt keine Angst vor der neuen Technologie. Ja, die wird Veränderungen mit sich bringen. Das ist mit allen Technologien bisher immer so gewesen. Das wird auch wieder so sein. Aber diese Veränderungen sind halt nicht nur Angst- und Risikoquellen, sondern sie sind vor allen Dingen auch Chancen. Ja? Gebraucht die Technologie, lernt sie zu gebrauchen, lernt sie produktiv einzusetzen, lernt auch, wie ihr sie nicht gebrauchen sollt, was sind die Missbrauchsfälle, damit ihr insgesamt euer Leben und das eurer Mitmenschen verbessern könnt damit. Ja, finde ich schön. Das ist der Umgang, den ich versuche zu vermitteln.
Also gerade bei, wo du Release-Management auch angesprochen hast, wir haben bei uns auch tatsächlich für die Academy haben wir eigentlich alles automatisiert. Also der Code ist ja komplett Open Source und wenn da ein Pull-Request kommt, müssen wir den reviewen. Wenn der reviewed ist, dann wird das automatisch in ein neues Frontend zum Beispiel übertragen. Beim Backend haben wir noch einen menschlichen Schritt dabei, weil wir da absichtlich noch einmal Kontrolle mehr haben wollen. Aber das ist Absicht im Endeffekt. Man könnte das natürlich auch wegmachen. Und dann braucht man eigentlich gar nichts mehr machen. Das allerdings aufzusetzen, ist natürlich auch Arbeit gewesen. Und dadurch, dass die Arbeit jetzt einmal gemacht wurde, kann man sich danach auf andere Sachen konzentrieren. Zum Beispiel habe ich jetzt tatsächlich auch schon gesehen, dass einiges von der Infrastruktur an Code zum Beispiel auch schon online gestellt wurde von meinem Entwickler. Und da quasi Infrastruktur als Code drin liegt, die man dann ja auch wieder prüfen kann, testen kann. Das ist alles eigentlich nichts, was man noch von Hand machen muss, weil man es ja automatisieren kann. Da ist nichts mit KI drin. Das ist einfach nur eben Automatisierung. Ja. Ja. Finde KI ich ist am gut. Ende auch nur eine Form von Automatisierung, Ja. die halt ganz bestimmte Techniken einsetzt und eben auch eine gewisse Wissensautomatisierung mit drin hat oder Lernprozessautomatisierung, aber am Ja. Ende auch nur eine Automatisierung. Und genau das ist ja aber auch das, man muss wissen, wo die Möglichkeiten liegen, aber auch wo die Limitierungen liegen, so wo man die auch besser nicht einsetzen sollte, weil sie zum Beispiel schlechte oder falsche Antworten mit sich bringt. Ja, Richtig. finde ich eine schöne Art, da drauf zu gucken, ja. Okay, das heißt, also im Grunde genommen könnte man, wenn man jetzt eine Ausbildung hat, um jetzt nochmal auf das Thema berufsbegleitendes Studium zurückzukommen, man könnte einfach bei euch studieren, man könnte, wenn man einen Bachelor hat, bei euch berufsbegleitend den Master machen und Genau. dann auch eine Masterarbeit schreiben und danach hat man einen Wirtschaftsinformatiker mit Zum Spezialisierung. Beispiel. Ja. Genau, genau. Ne? Also der Abschluss als solches ist der Master of Science jetzt in der Mhm. Wirtschaftsinformatik. Das ist ja inzwischen nach dem Bologna-Prozess so ein kleines bisschen versucht worden, zumindest von den Namensgebungen her zu vereinheitlichen. Ja. Und das Fach als solches ist dann eben Wirtschaftsinformatik. Und dann haben wir noch verschiedene Spezialisierungen sozusagen dabei, dass man so ein gewisses Fokusgebiet auswählen kann, wo Ja. man halt noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt. Mhm. Was gibt es da so für Fokusgebiete? Also ich habe zum Beispiel Cybersecurity im Kopf. Genau, Ist ja. Cybersecurity wäre eine Möglichkeit. Es gibt gerade im Master, würde ich sagen, bei uns vor allen Dingen mehr so Generalistenrollen, wo das Ganze Okay. hingeht. Zum Beispiel auch sowas wie Data Management, Data Science, ne, in diese Mhm. Richtung. Oder wenn wir jetzt auch auf den Bachelor zum Beispiel nochmal runtergehen, da gibt es zum Beispiel auch noch Business Process Automation, da sind wir mehr in dem wirtschaftlich-organisatorischen Zweig von der Informatik her. Aber es gibt eben auch eine Spezialisierung Richtung Software Engineering, wo wir mehr auf der technischen Seite sind. Ja. Das heißt, mit diesen Spezialisierungsrichtungen kann man wirklich diesen breiten Bereich an Themen, die man mit Informatik, Wirtschaft und so irgendwie in diesem Dunstkreis in Verbindung bringt, ein kleines bisschen nachsteuern, wo interessiert es mich denn besonders? Ja, wo möchte ich Ja. eine besondere Kompetenz aufbauen? Was für eine Rolle will ich später vielleicht auch mal im Unternehmen übernehmen? Möchte Mhm. ich eher derjenige sein, der eben mehr organisatorische Rollen wahrnimmt, wie jetzt Projektmanagement oder Business Analyst oder sowas, der aber eben ein technisches Verständnis hat und damit in der Lage ist, auch mit Menschen im Unternehmen zu kommunizieren, mit denen zusammenzuarbeiten, die halt wesentlich technischer unterwegs sind, weil die Art und Weise, wie Menschen sprechen, auch wenn sie beide dieselbe natürliche Sprache sprechen, Deutsch zum Ja. Beispiel, Ja. kann trotzdem sehr unterschiedlich sein. Man kann sogar bestimmte Begriffe, die gleichen Begriffe verwenden und unterschiedliche Dinge meinen. Oder unterschiedliche Begriffe und das gleiche meinen. Ja, also Hast du da diese ein Sachen, die Beispiel? gibt es halt immer wieder. Was wäre jetzt ein Beispiel? Das fällt einem natürlich konkret immer mal gefragt, wird nicht genau das passende Beispiel ein. Aber also bei Abkürzungen Vielleicht, habe ich schon vielleicht ein komme ich paar da. Mal was. Ja, bei Ja, Abkürzungen bei habe ich schon ein paar Mal Abkürzungen, gesehen. Da ist es bei ganz, ganz Abkürzungen ist es furchtbar. sehr häufig. Ne? Also Ja. wenn wir sowas nehmen wie CR, ist das ein Code Review oder ein Change Request? Bei mir wäre es ein Code Review gewesen. Genau. Ne? Also Ja. jemand, der mehr in der Business Analyst Rolle wäre, ja, der würde das eher als Change Request verstehen, im Sinne einer Ja. Anforderung, die geändert Ja. wird. Ne? Ja. Das heißt, so Sachen, die gängig sind in einem bestimmten Bereich, ne, seien es jetzt Abkürzungen oder seien es auch wirklich Hm. Begriffe, Ja. können komplett unterschiedlich interpretiert werden. Und wenn ich in der Lage bin, zwischen diesen verschiedenen Domänen, zwischen diesen verschiedenen Vokabelwelten zu vermitteln und zu sagen, ah ja, okay, ich verstehe, das, was du sagst, heißt in der anderen Welt das da, dann ist das Mhm. unglaublich wertvoll für ein Unternehmen. Das ist wie so eine Art Schmiermittel
im Getriebe, dass diese verschiedenen Sachen ineinander greifen können, ja, und gemeinsam mehr Wert erzeugen können, als dass sie jeder für sich Recht haben, aber eben was Unterschiedliches meinen und das nicht merken und dadurch aneinander vorbeiarbeiten. Ja, also das könnte zum Beispiel eine Rolle sein. Ja, dann wäre so eine Spezialisierung wie jetzt zum Beispiel Business Process Management oder was es bei uns auch gibt, IT Consulting, eine prima Spezialisierung, um genau in solche Bereiche reinzugehen, da mehr darüber zu lernen, was gibt es da eigentlich zu tun, worauf muss ich achten, wie kann ich Menschen helfen, mit Technologien, mit technischen Systemen besser umzugehen, mehr Nutzen aus diesen Technologien zu ziehen. Ja, ich beschäftige mich sozusagen dann mehr mit den Menschen, helfe ihnen aber, die Technologie zu verwenden. Während am anderen Ende des Spektrums, wenn ich jetzt mehr so im Software-Engineering-Bereich zum Beispiel unterwegs bin, dann würde ich mich mehr mit der Technik auseinandersetzen. Ja, wirklich sagen, wie baue ich jetzt dieses System, was muss ich da architektonisch beachten, aber vielleicht auch ein kleines bisschen, deswegen machen wir ja gerne Wirtschaftsinformatik mit diesem Blick, damit dann diese Technologie gut von Menschen genutzt werden kann. Ja, dass man also diesen Kundenfokus im Kopf hat und auch so ein bisschen diese Idee, wann nützt denn eine Software was? Während ich die Software schreibe, während ich da Code schreibe, nützt die Software niemandem, außer vielleicht mir, wenn ich Spaß dran habe. Ja, aber solange ich nur daran schreibe, wird die Software nicht benutzt. Ja. Erst in dem Moment, wo sie ausgerollt, betrieben und dann benutzt wird von Leuten, kann sie überhaupt einen Nutzen generieren. Und diese Erkenntnis sorgt zum Beispiel dafür, dass auch, wenn wir wieder an diesen Softwareentwicklungszyklus denken, bestimmte Dinge ganz anders priorisieren sollten. Klassisch wird es oft so gemacht, jetzt wird erstmal geplant, dann wird entwickelt, dann wird vielleicht irgendwann, wenn die Entwicklung fertig ist, getestet und dann wird sich Sorgen drum gemacht, wie kriegen wir das Ganze jetzt irgendwie in einen Live-Betrieb. Völlig falsche Reihenfolge. Wir sollten uns ganz am Anfang Gedanken darum machen, wie wird unsere Änderung, unser Code wirksam? Das heißt, wie wir in den Live-Betrieb kommen, wie wir das nutzbar machen, was wir da tun, muss eigentlich das Erste sein, was wir uns überlegen. Interessant, Denn solange wir das nicht tun, ist alles, was wir tun, Geld kosten. Ja, und keinerlei Nutzen dafür bringen. Ja, wenn ich es aber schaffe, diesen Weg hin zu einem Live-Betrieb so schlank, so kosteneffizient wie möglich erstmal hinzukriegen, dann kann ich vor allen Dingen auch ganz viele Probleme, die ich eigentlich auf diesem Weg habe, Planungsprobleme, Architekturprobleme und so weiter, mit ganz anderen Mitteln bearbeiten, weil ich in der Lage bin, mir Live-Feedback zu holen. Ich kann Dinge ausprobieren, ich kann sie wirksam machen und dann beobachten, was passiert. Was viel effizienter ist. Was die Leute, die es benutzen, dann am Ende auch brauchen oder was sie Ganz wollen. Genau. Was viel effizienter ist, als in so einem Umfeld eine Planung. Ja. Planung ist so ein Thema, das ist eine etwas zweischneidige Sache. Planung ist ein super Werkzeug, wenn ich in einer Domäne unterwegs bin, die an und für sich relativ gut verstanden ist und einigermaßen stabil ist in ihren Anforderungen. Ja, also wenn ich so in so einer Standardsoftware-Umgebung unterwegs bin, also es ist ein Geschäftsprozess, den ich automatisieren möchte, der ist seit Jahrzehnten mehr oder weniger unverändert, das heißt, die Anforderungen sind prima verstanden, da ändert sich nicht viel, dann kann ich prima mit Planung arbeiten. Ja, das ist ein super Werkzeug dafür, da kann ich super effizient damit dann Systeme bauen. Wenn ich aber in einer Domäne unterwegs bin, wo sich die Anforderungen dauernd ändern oder wo viele Teile der Anforderungen gar nicht bekannt sind, dann ist Planung exponentiell teuer. Ja, also je mehr Unbekanntes es gibt, desto teurer wird die Planung, und zwar in einem exponentiellen Ausmaß. Wir haben das in der Corona-Pandemie gelernt, exponentielles Wachstum ist dieses ganz fiese, superschnelle Wachstum, wo man überhaupt nicht Herr der Lage wird, wenn das wirklich passiert. Genau. Na, und das ist genau das, was mit Planung passiert, wenn ich versuche, sie anzuwenden in einem Bereich, wo dieses Unbekannte wächst. Ja, oder am besten dynamisch dauernd neues Unbekannte dazukommt. Ja, deswegen ist Planung in solchen Situationen kein gutes Werkzeug, sondern dann ist es ein besseres Werkzeug. Ich habe eine Möglichkeit, Experimente aufzusetzen. Ich kann Dinge wirksam machen in der Realität, die Realität sozusagen die Unbekanntheiten ausmerzen lassen. Dann beobachte ich einfach, was ist wirklich passiert und treffe daraufhin meine Entscheidung, was mache ich als nächstes. Ja, macht Sinn. Also das heißt im Endeffekt aber auch zum Beispiel Feedback einholen und das dann auswerten, ist auch eine wichtige Aufgabe mittlerweile von Software-Engineers. Absolut, absolut. Ja, gerade auch das Feedback wirklich mit den Nutzern und eben nicht nur mit technischen Kollegen oder Kolleginnen, sondern wirklich mit den Leuten, die am Ende vor dem PC sitzen oder vor dem Handy oder wo auch immer das Medium ist, wo diese Software läuft. Ja. Und was machen die jetzt damit? Ja, weil das, was ich als Entwickler im Kopf habe, wie ein Glas Wasser zu benutzen ist, ne, so irgendwie. Und ich sehe dann auf einmal einen Nutzer, der versucht irgendwie von unten an das Glas irgendwie an das Wasser ranzukommen. Ja. Dann habe ich irgendwie verstanden, okay, ich muss dem Nutzer irgendwie erstmal deutlich machen, ich muss ihm eine Orientierung an die Hand geben, was machst du eigentlich mit der Software, damit das auch funktioniert. Ja? Nur weil die Software technisch funktioniert,
heißt das ja noch nicht, dass sie in dem Kontext funktioniert, wo sie eingesetzt wird. Ja. Gibt es auch dieses schöne Beispiel einer Türklinke. Ja, wenn ich so einen Unit-Test mache für eine Türklinke, ja, ich kann die Klinke rauf und runter machen, funktioniert, prima. Dann baue ich diese Klinke in eine Schiebetür ein. Und wundere mich, dass sie nicht funktioniert. Ja, also Schön, ja. je nachdem, in was für einem Kontext ich unterwegs bin, kann etwas, was in sich, so wie es gedacht ist, vollkommen korrekt und funktionierend ist, eben nicht funktionieren. Ja, und damit ich solche Kontexte, und je größer die Kontexte werden, desto größer wird auch das Unbekannte, damit das funktioniert, brauche ich einen schlanken, günstigen Weg, wie ich in die Realität komme, damit die Realität für mich arbeiten kann. Ja, und schlank und günstig heißt halt hauptsächlich, dass es möglichst intuitiv ist einfach, dass man nicht drüber nachdenken muss, dass es nicht einfach bloated ist und man plötzlich gar nicht mehr versteht, was da eigentlich passiert. Genau. Wir haben alle irgendwie so ein Gefühl für, wie man Software benutzt, aber ich glaube, also bei mir habe ich zumindest gemerkt, ich vergesse oftmals, dass nicht jeder so versiert ist in Software benutzen, wie wir das sind. Also gerade jetzt, wenn ich jetzt die Bootstrap Academy nehme, so als das große Softwareprojekt, ich habe mir sehr viele Features da überlegt, die von vielen gar nicht gefunden werden, beziehungsweise die teilweise einfach unintuitiv sind und deswegen nicht so sonderlich gut genutzt werden. Und da gilt es jetzt auch viel, das wieder zu verbessern und leicht zu optimieren, dass man das auch einfacher findet und alles. Wobei schon viel gemacht wurde. Aber ja, das ist im Endeffekt genau so ein Ding. Und deswegen ist es ja auch ein iterativer Prozess, weil wir nicht einfach nur shippen und dann vergessen wollen, sondern wir wollen halt shippen und dann verbessern. Mhm. Ja. Ja. Das lässt sich auch relativ gut erklären, dieser Shift sozusagen von solchen Tätigkeiten, wo Planung zum Beispiel hilft, hin zu Sachen, wo so iterative Modelle wie agile Vorgehensweisen und so weiter hilfreicher sind. Es gibt ein Modell, das nennt sich ein Cynefin-Modell oder andere nennen es auch die Stacy-Matrix. Es geht im Prinzip darum, zu klassifizieren, wie schwer sind eigentlich Probleme. Ja, und man trägt das auf so einem zweidimensionalen Graphen auf. Man sagt, im Ursprung, da ist alles bekannt. Und zwar die zwei Achsen, die man hat, ist das eine das Was will ich eigentlich tun, was sind die Anforderungen, was will ich erreichen. Und das andere ist das Wie. Welche Technologien habe ich zur Verfügung, was kann ich damit, welche Werkzeuge kann ich einsetzen, um zu erfüllen, was ich erfüllen. So, wenn beides super bekannt ist, so nah beim Ursprung, dann sind wir in so einem Bereich, der nennt sich Simple. Ja, also einfache Aufgaben. Hier kann ich im Prinzip jemandem eine Anleitung geben, guck mal, so machst du das, der kann die Anleitung befolgen, prima, Problem gelöst. Ja. Das sind Sachen, die kann ich komplett automatisieren. Ja, das sind Sachen, die kann Software machen. Der nächste Bereich, wo so ein bisschen was Unbekanntes drin ist, aber ist noch im beherrschbaren Rahmen, das ist genau der Bereich, wo Planung gut funktioniert, nennt sich Complicated. Sowas wie eine Armbanduhr zum Beispiel. Ja? Wenn ich mir die angucke, da sind ganz viele Zahnrädchen drin und Dinge, die ineinander greifen müssen. Wenn ich so direkt drauf gucke, verstehe ich jetzt intuitiv nicht sofort, wie das geht. Wenn ich mir aber die Zeit nehme, jedes einzelne Ding mir anzugucken, wie das ineinander greift, kann ich das auseinanderdröseln und kann so eine Uhr theoretisch zumindest nachbauen. Ja? Das ist also ein Bereich, wo Planung zum Beispiel hilft, wo auch Expertenwissen eine große Rolle spielt. Ja? Also jemand, der diese Komplexität sozusagen beherrscht, ja, und dann sofort sagen, ja klar, hier die Uhr, das Zahnrad, ein entsprechender Uhrmacher, das funktioniert. Ja, das sind die Sachen und das sind vor allen Dingen, diese beiden Bereiche, Simple und Complicated, sind die wir im Rahmen der industriellen Revolution sehr stark bedient haben, diese Art Aufgaben. Ja, Sachen, die wir maschinell automatisieren konnten und so weiter. Das ist alles in diesen beiden Bereichen drin. Auch die erste Standardsoftware sozusagen, die wir so entwickelt haben, fällt üblicherweise in den Bereich, ne? Weil wir eben entsprechend standardisierte oder feste, stabile Anforderungsumgebungen haben, die Technologien dazu gut genug gekannt haben und so weiter und so fort. So, jetzt kommt der nächste Bereich, wo der Twist passiert. Der nächste Bereich nennt sich Komplex, wo das Unbekannte sozusagen langsam anfängt, das Bekannte so ein bisschen zu überwiegen. Und in diesem Komplexbereich funktioniert eben Planung nicht mehr, weil diese exponentielle Verteuerung der Planung dazu führt, dass ich viel, viel mehr Energie und Zeit in die Planung stecken müsste, als was ich sozusagen rausnehme. In dem Moment, wo ich den Plan fertig habe, ist er schon wieder nutzlos geworden, weil sich meine Umgebung, die Anforderungen, was auch immer geändert haben und ich wieder einen neuen Plan machen kann. Dann halte ich mich dran zu planen und komme aber mit dem eigentlichen Lösen des Problems gar nicht mehr vorwärts. Ja, das ist genau der Bereich, wo zum Beispiel KI eine Technologie ist, die gut hilft, weil sie aus dem, was in der Realität passiert, wo die Unbekanntheiten weg sind, lernen kann. Und das ist insbesondere der Unterschied dieses komplexen Bereiches zum letzten Bereich, der sich chaotisch nennt, ja, also wo ganz viel unbekannt ist. Der Unterschied ist, im komplexen Bereich kann ich aus dem, was passiert ist, wenn die Sache gegessen ist, verstehen, warum es passiert ist.
Ja, okay, Also es ist verstehe. genug bekannt, dass ich aus dem, was geschehen ist, aus den Vergangenheitsdaten sozusagen lernen kann und sagen kann, okay, aus diesen und jenen Gründen ist das passiert und ich kann dieses Lernen nutzen, um meine nächste Entscheidung zu treffen. Ja. Ja, wenn ich im chaotischen Bereich unterwegs bin, dass nicht mal das mehr möglich ist, dass ich aus der Vergangenheit nicht lernen kann, dann gibt es im Prinzip kein sinnvolles algorithmisches, strategisches Vorgehen. Dann kann man nur mutig sagen, ich tue jetzt irgendwas. Das ist genauso Ja, gut wie jedes andere. Ja, wir hoffen dann muss einfach. ich einfach probieren. Ja, Ja, und dann muss ich vor allen Dingen probieren, über die Domäne mehr zu lernen, damit ich in die Lage versetzt werde, strategisch sinnvoll irgendwas zu tun. Aber wenn ich im komplexen Bereich bin, und das ist der Bereich, wo heutzutage hauptsächlich Software noch entwickelt wird, weil die Standardbereiche, die haben wir im Prinzip abgefrühstückt. Ja, da ja, gibt es Standardsoftware für. Und das ist genau das, was Digitalisierung mit uns tut. Ja, durch die Digitalisierung, durch das Lösen gewisser Standardprobleme und das Verfügbarmachen der Lösungen dafür, bewegen wir uns immer mehr von den einfachen und komplizierten Problemen hin zu den komplexen, mit denen wir noch mhm. arbeiten müssen. Und dadurch werden zum Beispiel so iterative Vorgehensmodelle immer wichtiger, weil die genau in diesem Bereich ihren besonderen Mehrwert bringen. Während die in Ja, einem Bereich, wenn ich so eine komplizierte Aufgabe vor mir hätte oder sowas, dann würden die einen kommunikativen Overhead schaffen, der gar nicht nötig wäre. Dann wäre Planung genau das richtige Vorgehen dafür. Aber diese Unterscheidung wird halt von vielen Leuten nicht so richtig getroffen oder ist sehr ihnen auch gar spannend, nicht ja. bewusst. Ja, Ja, und absolut. deswegen wird auch vielfach im Projektmanagement einfach falsch vorgegangen, weil zum Beispiel Projektmanagement, ich habe jetzt seit so und so vielen Jahren diese und jene Projektmanagement-Methode genutzt, ne, da komme ich gut mit klar. Ich Immer nutze die auch schlimmer. wieder fürs Ja, nächste Problem, ja. ohne drauf zu gucken, naja, ich müsste eigentlich abhängig von dem Problem und der Umgebung des Problems entscheiden, mache ich hier lieber zum Beispiel eine Wasserfallmethodik oder mache ich jetzt hier eine Scrum-Methodik oder was auch immer. Ja. Und gerade wenn man jetzt auch guckt, die Probleme werden ja eigentlich dann noch immer leichter. Also Sachen, die vielleicht früher mal komplex waren, sind es vielleicht schon gar nicht mehr, sondern werden einfach dann simpel vielleicht sogar irgendwann mal. Gerade sowas wie Krypto ist da gerade in meinem Kopf drin. Früher war es wahnsinnig schwer, irgendwie Sachen verschlüsselt zu übertragen, beziehungsweise gar nicht möglich, genau genommen. Und mittlerweile haben wir die Methoden entwickelt, die Verfahren standardisiert sogar. Und für mich ist es einfach nur noch eine Zeile Code, eine Transaktion oder irgendwas zu verschlüsseln, beziehungsweise meistens muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern, weil es sowieso schon gemacht wird. Genau, Ja, genau. Und wenn es sozusagen auf dieser Wie-Achse, ne, die Dinge sozusagen aus unserer Sicht unsere Kompetenz steigt, ja, also wir wissen mehr, wir haben bessere Technologien zur Verfügung, ja, dementsprechend sinken sozusagen die Probleme auf dieser Skala herab. ja. Und da sehen wir dann aber auch, wie viel Fortschritt wir eigentlich schon gemacht haben, was man so sieht. Okay, Absolut, aber ja. lass uns vielleicht noch ganz kurz über den Cybersecurity-Bereich reden, weil den hatten wir noch nicht so richtig, glaube ich, gemacht. Was genau ist da euer Fokus? Also ich meine, da gibt es ja, allein Cybersecurity ist ja so ein Feld, gut, die anderen auch, aber ja, was Ja, macht ihr da? also wenn wir jetzt gerade Richtung Master und sowas schauen, geht es uns ja vor allen Dingen darum, Leute auszubilden für eine gewisse Generalistenrolle. Ja, sei es Mhm. jetzt, dass sie als Softwarearchitekten tätig sind oder Sicherheitsbeauftragte oder wie auch immer, dass sie auch eine entsprechende Verantwortung übernehmen. Ja, Dementsprechend versuchen wir da auch von der Ausbildung her einigermaßen breit vorzugehen und nicht in eine Sache super tief rein. Das heißt, wir haben eine Mischung einerseits natürlich aus den technologischen Aspekten, ja, wie mhm. funktionieren eben zum Beispiel so Verschlüsselungsverfahren oder ne, wie muss ich auch bei einer Absicherung von irgendwelchen Informationen überhaupt vorgehen. Es gibt ja nicht nur Verschlüsselung, sondern es gibt ja noch viele andere Maßnahmen, die ich treffen kann, um Security herbeizuführen, Ja, aber eben auch von den organisatorischen Aspekten her. Ja, also was gibt es da zum Beispiel für Normen, die Compliance. ich eventuell einhalten muss? Wie kann ich mich da zertifizieren lassen? Was muss ich vielleicht auch von den Prozessabläufen her machen, um bestimmte Sicherheitsstandards einzuhalten? Weil der Faktor Ja, Mensch üblicherweise das größte Einfallstor sozusagen in den ganzen technischen Systemen ist. Von ja, daher sind das eben auch wichtige Aspekte, das mit zu berücksichtigen. Klar, also der rein technische Aspekt ist mit drin. Ja, wie baue ich überhaupt mhm. technologisch sichere Systeme? Was sind da die üblichen Fallstricke? Worauf muss ich achten? Aber eben auch diese organisatorischen Sachen. Wie kann ich zum Beispiel mit Schulungen entsprechend dagegen vorgehen, dass Leute völlig unsensibilisiert dazu sind, dass sie auf irgendwelche Anhänge in E-Mails klicken? Und Ja, das haben inzwischen relativ viele Leute irgendwie mitbekommen, dass das keine gute Idee ist. Aber ganz viele und auch Betrüger werden ja immer kreativer in ihren Maschen, ja, und oh ja. versuchen immer neue Sachen zu finden, wie sie Ja, entsprechend in Systeme einbrechen können. Und von daher muss man da auch am Puls der Zeit sozusagen bleiben. Ja, wie kann ich mhm. mich vor Phishing schützen? Wie kann ich sowas erkennen? Wie verhalte ich mich da? Wie verhalte ich mich auch, wenn Leute zum Beispiel anrufen? Ja, das muss ja gar nicht großartig technologisch sein, so ein entsprechender Einbruchsversuch, sondern Der kann ganz simpel, Europol-Anruf. ne,
Oder was weiß ich, wenn man gerade im Unternehmen unterwegs ist, läuft irgendwie raus auf die Straße zu einem Café, ja, und da quatscht einer einen irgendwie an. Sag mal, ich bin hier andere Abteilung sowieso, ich habe gerade Zugangscode vergessen, keine Ahnung. Ja, dass das vielleicht Sachen sind, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ja. Wem sagt man eigentlich was, wann, wie, warum, na, und was sind da Vorgehensweisen, wie man eben Dinge schützen kann. Ja, also generell geht es bei dem Security-Thema darum, was sind überhaupt schützenswerte Daten? Ja, was sind eben auch Daten, wenn die öffentlich im Internet zur Verfügung stehen, dann brauche ich sie nicht weiter zu schützen, weil dann sind sie für die Öffentlichkeit, dann kann die jeder klauen, weil sie gehören jedem. Ja. Aber was sind eben dann gerade persönliche Daten von Leuten, Kreditkarteninformationen und ähnliche Sachen, die ich schützen muss? Und wie gehe ich mit solchen schützenswerten Daten und auch Systemen, die solche Daten verarbeiten, um? Was kann ich tun, um diesen Schutz entsprechend hervorzurufen? Und da gibt es eben sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen. Ja, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema tatsächlich. Wenn man wirklich versucht, alles zu schützen, dann landet man da ja häufig in diesem Dilemma. Die Angreifer haben es immer einfacher als der Verteidiger, weil die Angreifer brauchen eine Lücke, der Verteidiger muss alle finden. Das ist einfach unfair. Aber, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, was ich gerne auch den Leuten vermittle an der Stelle: Recovery ist eigentlich noch wichtiger als Prevention. Ja. Weil der Punkt ist der, wenn ich es schaffe, mein System so zu bauen, dass Dinge schiefgehen dürfen, das System aber in der Lage ist, sich von Fehlschlägen zu erholen, ohne dass es einen Schaden nach außen sozusagen hat, dann bin ich viel robuster unterwegs, als wenn ich versuche, von vornherein alles zu verhindern, was irgendwie schiefgehen könnte. Ja. Das ist natürlich gerade bei Security ein schwieriges Thema, weil in dem Moment, wo Daten überhaupt auch nur bekannt geworden sind, ist der Schaden passiert und das Ding ist nach draußen. Das heißt, auf Security angewendet geht es darum, naja, ich muss vielleicht nicht verhindern, dass ein Angreifer von außen irgendwie eine gewisse Zugangsstufe sozusagen zum System erhält. Aber wenn er das erhält, muss mein System in der Lage sein, das zu erkennen und dann darauf so zu reagieren, dass er an keine Daten rankommt. Ja, also die Frage ist immer, wovor schütze ich mich da eigentlich? Ja, und welche Energie stecke ich eben auch da rein, um das zu schützen? Weil wie du richtig sagst, wenn ich versuche, alles zu verhindern, ist der Aufwand einfach unmöglich groß. Das kann ich nicht schaffen. Deswegen würde ich immer sagen, versucht eure Systeme und eure Organisation so zu bauen, dass wenn Dinge schiefgehen, wenn ihr merkt, da ist ein Angriff und das passiert gerade und das werdet ihr nicht verhindern können, dass ihr angegriffen werdet, dass ihr dann richtig damit umgehen könnt. Deswegen machen wir zum Beispiel Feuerschutzübungen, dass wenn was passiert, wenn es wirklich mal brennt, wir wissen, wie wir uns verhalten. Ja. Wir stecken nicht nur Energie da rein, Brände zu verhindern. Das machen wir natürlich auch. Und auch Prevention im Security-Bereich ist ein wichtiges Thema. Sollte aber eben nicht das einzige Thema sein, sondern insbesondere der Umgang, wenn was schief geht, was machen wir dann, um den Schaden zu begrenzen und das System sich möglichst schnell wieder erholen zu lassen. Ja, und dann zum Beispiel einfach sagen, okay, die Hürde von ich habe grundlegend Zugriff auf, also was wir meistens wahrscheinlich gar nicht verhindern können, zu wir bekommen wirklich sensible Daten, dass die Hürde so hoch ist, wie es nur irgendwie geht. Und selbst wenn man Zugriff auf Daten erreicht, dass die Daten dann möglichst nicht dramatisch sind. Also ich rede da eigentlich sehr, sehr gerne davon, dass man Daten, die man nicht sammelt, die können nicht gestohlen werden. Das fände ich einen ganz geilen Ansatz. Wird von vielen Seiten natürlich so nicht durchgezogen, weil Daten dann halt schon teilweise gerne genommen sind. Aber wenn man die Daten zum Beispiel addressed verschlüsselt, also quasi wenn sie ruhen, wenn man sie gerade nicht braucht, was mit Kreditkartendaten zum Beispiel meistens ein richtig großes Thema ist, die braucht man meistens nicht. Und wenn man sie braucht, dann kann man sie durch den User entschlüsseln lassen. Dann ist der Angriffsvektor deutlich geringer. Dann können nur, solange der Angreifer im System ist und wir ihn nicht rausgeworfen haben, können nur Daten abgezogen werden. Das ist was, was noch nicht weit verbreitet ist, glaube ich. Was aber immer mehr so kommt. Und jetzt gerade bei Zahlungsdaten ist es auch schon immer prominenter geworden. Eigentlich, da sehen wir es als erstes gerade. Ja, klar. Ja. Gerade Zahlungsdaten sind natürlich so das Nummer 1 Thema an schützenswerten Daten. Richtig, ja. Aber wie du richtig sagst, das ist genau ein Beispiel für das Muster, was ich eben so sagte. Wenn ich dafür sorge, dass es nicht schlimm ist, wenn jemand auf einen verschlüsselten Datensatz sozusagen Zugriff erhält, lesend, ja, dann kann ich das sozusagen mehr zulassen, beziehungsweise kann ein bisschen entspannter mit dieser Situation umgehen und kann mich mehr darum kümmern. Wenn das jemand tut, dann kann ich ja vielleicht direkt dafür sorgen, dass entsprechende Verbindungsdaten und so aufgezeichnet werden. Vielleicht kann ich den ja sogar besser erwischen.
Ja, als wenn ich von vornherein sage, nee, auch diese verschlüsselten Daten, das sind ja wichtig, das darf auf keinen Fall passieren, dass da jemand Zugriff kriegen könnte. Immer wenn ich so höre, es darf auf keinen Fall passieren, denke ich immer so, es wird aber passieren. Und was, wenn? Ja, und wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, was, wenn, dann habe ich ein großes Problem in meinem System, weil dann üblicherweise, sobald dieser Fall eintritt, und früher oder später tritt er halt ein, dann habe ich einen viel größeren Schaden, als wenn ich das System und die Organisation darauf vorbereitet habe, darauf angemessen zu reagieren und den Blast Radius, wie man das so schön nennt, klein zu halten. Ja, also das, was dann an Schaden passieren kann, so klein wie möglich zu halten. Ja, genau. Also ein tolles Beispiel ist eigentlich da verschlüsselte Messenger. So, selbst wenn man da Zugriff hat auf die verschlüsselten Nachrichten, die bringen einem meistens gar nichts, weil, naja, das Unternehmen sagt selber, wir wollen die Nachrichten ja auch gar nicht entschlüsseln können. Das sind eure. Während wenn man natürlich dann Zugriff hat auf, zum Beispiel, man kann Updates ausrollen und darüber die Verschlüsselung kaputt machen, das ist vielleicht was, wo man nicht so leicht den Zugriff geben sollte und deswegen gucken da meistens dann auch mehr als eine Person drüber, damit auch wirklich das richtige Update gepusht wird. Ja. Genau, aber dann kann man sich insbesondere auf wenige kritische Stellen konzentrieren und die entsprechend sicher schützen und eben nicht alles breitflächig, ne, weil das ist einfach zu viel, das schafft man nicht. Ja, das schafft man grundsätzlich eigentlich, glaube ich, gar nicht. Also es gibt, soweit ich das weiß, kein einziges beweisbar sicheres System, was wirklich gar keine Lücke haben kann. Vor allem nicht, wenn es so ein komplexes Ding ist, wie eben jetzt ein IT-System. Die sind ja meistens mehr als ein PC groß, deswegen keine Chance. Es gab sogar in so einem schönen deutschen Film, Who Am I, den Grundsatz, ne, kein System ist sicher. Und genau. Da ist was dran. Ja, ich mag, also der Film ist natürlich komplett über allem drüber, was man so erwarten würde, aber ich mag den Grundsatz und die Message, die da auch rüberkommt, dass eben jedes System irgendwo eine Lücke hat und dass die Lücke eben auch sehr häufig menschlich ist. Ja, aber ansonsten ist es trotzdem natürlich ein Film. Ja, Filme über entsprechende IT-Themen, sei es auch früher noch ein älterer Film, Hackers und so, die stellen natürlich die Dinge stark vereinfacht und eben auch als unterhaltsame Geschichte dar und das sollen sie ja auch. Ja? Das sind ja keine Aufklärungs- oder Dokumentationsfilme. Ja. Von daher ist das auch völlig okay, dass die nicht in allen technischen Aspekten korrekt die Dinge darstellen. Es gab mal einen sehr, sehr lustigen Fall, also jetzt relativ off-topic, aber es gab einen Fall in Mr. Robot, wo also ist ja relativ bekannt dafür, dass es einigermaßen realistisch ist, was da passiert, zumindest teilweise. Und es gab einen Fall, dass eine IP-Adresse gezeigt wurde, die aber mit 3 angefangen hat, also 300 irgendwas, ich weiß die Zahl nicht genau. Und da haben sich dann sehr viele drüber aufgeregt und die haben es dann irgendwann klargestellt, sie wollten tatsächlich einfach eine IP-Adresse nehmen, also keine echte IP-Adresse nehmen, sondern eine, die halt fiktiv ist und fiktiv sein muss, damit sie nicht aus Versehen irgendwann mal in der Zukunft oder jetzt aktuell eine IP-Adresse von jemandem tatsächlich verwenden, der da halt wirklich ist. Das fand ich sehr, sehr cool, dass sie da so akkurat drauf waren, zu sagen, nee, das darf auf keinen Fall ein schützenswertes Datum in dem Endeffekt sein. Ja. Das ist schon cool. Gut, aber ich denke, das ist ein guter Überblick über das berufsbegleitende Studium, beziehungsweise generell über das Studium, was man da alles so machen kann. Ich glaube, wir haben auch heute uns sehr, sehr cool über das Thema KI unterhalten. Ich glaube, das ist auch eine sehr schöne, realistische Art, das Ganze zu sehen. Also, ich glaube, wir konnten so, hoffe ich zumindest, dass wir so ein bisschen Überblick geben konnten. Wenn ihr noch Fragen habt, du wirst, denke ich mal, auch die Kommentare im Auge behalten und dort verfügbar sein. Ansonsten würde ich dir jetzt einfach noch ein Abschlussstatement geben, das du gerne an die Zuschauer richten darfst. Ja. Kann ich gerne machen. Was ich vielleicht allgemein mitgeben würde, kümmert euch darum, dass ihr eure Fähigkeiten, eure Kompetenzen dahin entwickelt, dass ihr tun könnt in eurem Leben, was ihr gerne tun möchtet. Ja, dass ihr euch beruflich mit den Dingen beschäftigen könnt, die euch auch Freude machen. Dann seid ihr erstens sowieso schon erfolgreicher, weil ihr einfach mit weniger Stress, weniger Energie die Dinge tun könnt, die ihr tun müsst. Und zum Zweiten auch einfach viel zufriedener in eurem Leben. Fühlt euch auch viel mehr Herr eurer selbst. Von daher investiert die Zeit und die Mühe in eure Ausbildung, damit ihr die Freiheit und die Eigenmächtigkeit habt in eurem Leben, das zu tun, was ihr wollt. Das ist, glaube ich, eine wunderschöne Message. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, an alle, die studieren wollen, die studieren werden oder die vielleicht das auch schon gerade tun, viel Erfolg und ja, bleibt dabei. Es ist immerhin eure Laufbahn, eure
Tätigkeit, wie du so schon gesagt hast, die man wirklich dann auch lieben lernt oder sogar schon direkt liebt. Dankeschön, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.